So, liebe Freunde, ja, mir was angeschaut bei Netflix und das wollte man eigentlich schon immer anschauen. Ich habe mir in die 90er den Trailer angeschaut, ja, und wollte mir eigentlich schon immer mal den Film anschauen, bin aber früher nicht dazugekommen. Bei Netflix ist mir angeboten worden, da habe ich mir okay, schau es mal an. Da ging es um die Truman Show von Jim Carrey, ja, und ist eigentlich die Idee ist grandios. Ab der Trailer habe ich ein bisschen andere Gedanken gehabt, so wie der Trailer in den 90er war, habe ich gedacht, okay, der wird in der ganz riesen Stahlkuppel geboren, die man quasi der Welt vergaukelt, die so nicht wirklich ist. Und er bricht dann aus und dann filmt sie, wie der dann in der wirklichen Welt dann umeinander läuft und so seine Abenteuer bestreitet. So habe ich das im Kopf gehabt, dass das so passiert. War jetzt haben wir den Film angeschaut, war jetzt nicht wirklich so. Ja, ganz so, wie es mir vorgestellt haben oder es mir gewünscht hätte. Dennoch ist das, muss ich sagen, die Grundidee von der Truman Show schon grandios, ja, sehr unterhaltsam, weil es auch meinen Geschmack anspricht, was wäre wenn, wie bei den Sliders, was wäre wenn. Und der Grundgedanke, wie sie das ist auch menschliche Psychologie, weil der Mensch hat zwei Bedürfnisse, Recht und Ordnung und Entertainment. Und ich fand es eigentlich wirklich faszinierend, dass die sich über so eine Gedanken gemacht, das verfilmt haben. Ein paar Jahre später ist ja Big Brother rausgekommen. Ja. Big Brother ist ja dann, geht ja schon in die Richtung. Ja. Mit der Truman Show ist halt schon, dann ist noch, wenn es echt so wäre, wäre es halt dann noch intensiver, aber es ist halt eine verkehrte Handlung mit Schauspielern. Ja. Weil wenn die vom Big Brother, wenn da einer einen Vertrag unterschreibt, ist er sich bewusst, dass er da, wenn er da in einem Raum ist, dass er gefilmt wird und so weiter. Ist zwar auch eine harte Nummer, aber auch wenn er als Kind geboren wird in so einer Scheinwelt und dann aufwächst und dann erwachsen ist und irgendwie außerhalb schaut dem Jahr von Menschen zu und dem ist das nicht mehr bewusst, ist das schon nur eine extrem härtere Nummer. Aber ja, aber gut, das war jetzt in dem Fall eine verkehrte Handlung und ist ja nicht in echt passiert. Aber wenn man so in eine verkehrte Handlung eintaucht, es ist jetzt ein Film, wo ich nur den Hauptdarsteller kennt habe, das war der Jim Carrey, der den Truman gespielt, ja. Und deswegen habe ich recherchieren müssen. Der ist 1998 rausgekommen. Regie war Peter Wehr, Drehbuch war André Nicol, Produktion war Edward S. Feldman, Musik war Burkhard von Dellwitz und Philipp Glass, Darsteller, wie schon erwähnt, Jim Carrey als Truman Burbank, Laura Linney als Merle Burbank. Also ich fand die Laura Linney, die war quasi, die war wirklich eine schöne Schauspielerin mit einem süßen Lächeln, die hat so süße Grüblerkette im Gesicht. Ja. Die hat mir an einen Schwarm aus meiner Jugend mir erinnert. Ja. So, Ed Harris war der Big Boss, ja. Noah Emmerich war der Merlin, der quasi den guter Freund da gespielt hat vom Truman. Peter Krause war Lawrence, Natascha McEachnie war die Lauren, Kyoko Yamauchi, ja, hat mitgespielt, und David Andre Nash, ja, der hat den Busfahrer gespielt. Ja. Spoilernamen nochmal an der Stelle. Die Truman Show. Ja. Der Macher der Show meint, das Schauspiel war so ein Vorspiel, dass der Truman, dass das echt wäre. Ja. Man kann nach, ja, wie soll ich das ausdrücken, gut, nach der Suche nach was zu machen, kann auch auf eine andere Art Unmenschlichkeit aufrufen oder basieren. Und die andere Art
jetzt gerade die Suche nach dem echten Scheinwelt aufbauen, die erstmal gar nicht sichtbar ist. So, ne? Wenn ich zum Beispiel in dem Fall, gut, der Truman ist da in dem riesen Kulus von Gebäude geboren, ja, das in der Welt bewirkt. Und der ist dann, ja, war Baby, dann ein Kind und dann auch Jugendlich und dann Erwachsener dann später. Und was so wie er quasi das alles durchgemacht hat, war ja von ihm aus ja schon echt. Aber die Welt, in der er geboren ist, ist nicht echt. Und die Leute außenrum sind nicht echt. Also das sind alles irgendwelche Schauspieler gewesen. So. In der verkehrten Handlung. So. Und so ist das am, ja, also die haben gesagt, sie suchen nach dem Echten. Und deswegen haben sie jemand sein Leben verfilmen wollen, wo sie global aussendet, um das Echte zu suchen und zu finden, ja, das Reale. Aber was ist denn da real aus der Truman selber? Wenn man so mal in die Handlung eintaucht. So, ja. Ja, und so ist das zum Beispiel auch im MMA. Da gibt es grandiose Athleten, da gibt es auch wirklich auch bestimmt, unter anderem auch echte Kämpfe, aber da gibt es auch Kämpfe, die sind dann vorbestimmt von der Wett eingestellt worden oder von Politik und von der Wettmafia. Und weil ja immer gesagt, ja, wenn so ein richtig geiler Athlet dasteht, dann heißt er, das ist 100% MMA, das ist MMA, das ist das System, wo der Athlet so stark macht. Ja, aber wie viel davor kommt aus dem Labor? Ja, Doping, aggressionsteigende Mittel, dass der Athlet im Kampf keinen Schmerz spürt, einiges. Also kann man nicht sagen, 100% von der Power kommt rein aus dem Kampfsystem raus, wenn vieles aus dem Labor, Chemie kommt. Ja? Sei es bei regionalen Kämpfen oder bei große Ligas. Ja? Und die suchen da, oh, wir suchen noch am Echten, wir suchen noch am Echten. Ja? Vergleichbar jetzt mit der fingierten Handlung aus Truman Show. Ja? Nein, da haben wir große Parallele gezogen. So. Da gibt es MMA-Athleten, wo ich bewundere. Ja, ganz wenige, aber selbst da, wenn da mal ein Wettkampf durchzogen wird, denkst du halt auch, also war es jetzt echt? Also, ne? Also in der Welt, in eine Welt, die haben unter einer riesen Startgruppe eine kleine Mini-Welt erschaffen, wo Truman geboren wird. Ja. Sein Leben ist eine TV-Show außerhalb der Stahlgruppe. Die Welt hat ja, die ganze Welt hat den Truman verfolgt, von wie er geboren ist, Baby, Kindheit, Jugend, ins Erwachsene-Alter. Ja. Wie er dann auch in der Schule war und Highschool und hast du nicht gesehen. Und eines anderes sind Schauspieler, wo man das auch noch analysieren kann, sind seine echten Eltern, oder haben sie da Schauspieler engagiert, die seine Eltern spielen, das sind sie auch nicht erzählt. Das hätte mich interessiert. Ja. Ja, wie schon gesagt, das habe ich ja schon gesagt, dass außer Truman alles andere Schauspieler sind in einer künstlichen gebauten Welt. Ja.
wenn ja so ein Mond, der ganz anders aussieht wie unser Mond, weil in ein paar hundert Meter Höhe, da haben sie halt einen Mond nachgebatcht, wo quasi auch so das Zentralkomitee drin hockt mit Computer, der Regisseure und der Kamera- und Schnitttechniker. Ja. Dann der Truman hat dann immer die Mediationen gehabt, die auszuziehen und die Welt zu erkunden, was eigentlich jeder Mensch hat. Also so das Erforschende, die Aufbruchsstimmung, ich möchte ein anderes Land sehen oder andere Länder sehen. Und dann haben die dem, da gibt es lauter Leute um den herum, die das dem aussprechen und auch dann haben sie dem in der Handlung oder halt in dem haben sie dem sein Vater sterben gelassen durch einen Seeunfall. Der ist jetzt nicht wirklich gestorben, den hat den rausgeholt und für der Truman ist er halt dann echt gestorben. Ja. Und deswegen, um im Truman Angst zu machen, ne, dass er quasi nicht mehr reisen will. So. Und er hat dann auch Angst vor Wasser gehabt und so. Aber die Lust zum Verreisen und andere Länder zu entdecken und so und das hat er nie verloren. Ja. Ich finde auch, das hat auch so einen Geruch DDR, muss ich sagen. Ja. In DDR hat es eine Reiseerlaubnis gegeben und nicht jedes Land war jetzt sozialistisch, kommunistisch prägt und selbst da hat man besondere Erlaubnis haben müssen, wenn man da in ein anderes kommunistisches Land hingeht und also Reisefreiheit war da jetzt gar nicht da und im demokratischen Land zu reisen, demokratisch-kapitalistisches Land zu reisen oder andere Länder war ja total tabu mit dem Eisernen Vorhang und das sind ja auch ziemlich überwacht gewesen in der DDR von der Stasi und da hat es auch einige gegeben, die vom Staat angestellt waren, um diese Personen, wenn sie gewusst haben, okay, da will jetzt Flüchter und verreisen, die dem dann das ausgesprochen haben, ja, komm, du bist doch glücklich da, du hast einen Job, du hast Freunde, du hast eine Familie, komm, schöner kannst du nicht sein, was willst du da im Westen und so. Dass Leute, die vom Staat angestellt haben, die ihm das auch irgendwo ausgesprochen haben wieder. Das ist schon viel zu gefährlich, die Flucht. Weißt nicht, dass es im Westen auch Obdachlose gibt, die es nicht geschafft haben. Ja, so war es beim Truman auch. Denn lauter Leute haben das ausgesprochen. Ja, hat mir so, wenn man so historische Fakten kennt, mich schon an die DDR erinnert. So. Gut, die haben das jetzt ausgesprochen, weil, obwohl die Kuppel so groß ist, dass man das quasi vom Wald aus sehen kann, wie die chinesische Mauer, haben sie das immer ausgesprochen, weil sie da gar keine Fujis aufgebaut haben oder so und keine anderen Länder und dass er nicht irgendwann entdeckt, dass der eigentlich unter einer Stahlkuppel lebt eigentlich quasi und das alles nur inszeniert ist sein ganzes Leben, dass der da nicht draufkommt und dann versucht sie das mal auszureden. Die fragt sich, das hat noch Zeit, lasst uns erstmal Kind machen oder irgendwie so eine Geschichte, dass er rausziehen, das Ganze und da wird ihm halt doch ja was vorgegaukelt halt, ja. Und ja. Ja, also das ist schon wirklich so, dass der das alles kontrolliert, was der da möchte. Und, und ja, alle Fahrplan, dem ist ja ganz lebendig Fahrplan von anderen Menschen, das ist jetzt nichts Spontanes oder schicksalmäßig, wie es normales Leben ist. Und da tut ja eigentlich der Truman schon irgendwie leid. Ja. Gut, in der DDR war es halt auch andere Ambitionen. Die wollen halt nicht, dass die DDR ausblutet, die haben da auch Kontrolle gesucht. Und in dem Faktor ist wo will der, die will nicht, dass der herausfindet, dass das alles nur Show ist und dahinter gar keine Fujis, ja, in der Kuppel.
Ja gut, dann ist da wollte wohl mal Auto ins Geschäft fahren, ist ein Scheinwerfer runtergekommen vom Himmel. Da hat er schon mal was hinterfragt. Ja, gut, also wenn ich jetzt auf der Straße wäre, den Scheinwerfer runterkomme, ich hätte halt denken, das ist ein Polizeihubschrauber, der auch Scheinwerfer hat, um verdächtig zu suchen, da ist halt irgendwas nicht so perfekt installiert gewesen. Ja. Da war er schon verwundert, da ist im Radio gekommen, dass es halt vom Hubschrauber war, der Scheinwerfer. Ja. Weil das Radioprogramm ist eigentlich auf ihn zugeschnitten. Ja, jeder will das Reise aussprechen. Viele merkwürdige Dinge passiert, da hat sich auch in der Highschool sich auch eine andere Frau verliebt, die eigentlich nicht bekommen hat, weil dann sie dem Schauspielerin aufdruckt und die hat dann auch geheiratet, die mir eigentlich persönlich besser gefallen hat, aber okay, das ist immer Geschmackssache, ich fand ihr Lächeln besser, schöner, süßer. Später hat die Frau irgendwann mal getroffen und die haben gesagt, die hatten dann auch vertraut, ja, das ist ja alles nur Schein und das ist ja Scheinwelt und alles nicht echt, das sind alles Schauspieler um die, du bist in einer Show drin. Dann ist ein angeblicher Vater hat sie dann abgeholt und hat gesagt, die bildet sich das alles ein und so. Ja gut, aber das sind halt dann später auch merkwürdige Dinge passiert, wo dann der Truman dann alles hinterfragt hat und dann auch das Gefühl hat, oh, es kann doch echt alles nur Fälschung sein, ich bin vielleicht doch echt in der TV-Show drin. Ne? Ja gut, wo er lebt, ist eine perfekte Welt, aber ja, so erinnert euch so an den USA in die 60er so, oder Deutschland in die 60er, wo jeder so höflich ist und so und so, wenn man so wenn einem die Leute das erzählen, was vor meiner Geburt passiert ist, oder so historische Fakten man weiß, äh, ähm, ja, sein Vater gesehen und hat mit dem Blickkontakt gehabt, den anderen den wegtragen in den Bus rein. Und der Truman war da total erschüttert und war auch komplex. Und da ist er in den Bus hinterher gesehen, andere hätten dann irgendwie stoppen wollen. Ähm, weil er war, weil er denkt, okay, der ist ja gestorben, wo er ja noch so ziemlich ein Kind war, ins Teenageralter so. Da ist ja der ist ja nicht echt verstorben, den da wieder vorher rausgeholt, so dass Truman das also die Erinnerung, dass es nicht sieht. Und jetzt der steht sein Vater vor dem und hat gesagt, Mensch, habe ich nicht gesehen, vielleicht lebt er noch und so, war da aus dem Häusle. Und irgendwann hinterfragt er Alice, ja, so. Ja. Was ich gut gefunden habe, die Fotos oder so, wenn so Erinnerungsaufnahmen kommen, dass quasi da auch, wenn sich der Truman als Kind bringt oder als so, ja, dass die da einen Kinderschauspieler genommen, der dem Jim Carrey gesichtmäßig ähnlich ist, sich auch die andere Schauspieler, so der auch wie jetzt mit seinem Vater und so weiter, so alte Fotos oder so alte Erinnerungen haben sie dann so gemacht, dass das jetzt nicht, dass das keine Darsteller sind, die die Schauspieler der Gegenwart, dass die nicht anders aussehen, sondern ähnlich aussehen, wo man sagt, okay, und gleich aussehen, dass man sagt, okay, so könnte er als Kind ausgesehen haben. So, ne? Ja gut, da fand ich auch was komisch. Der ist ja in ein anderes Gebäude rein, wo ein Fahrstuhl. Und dann hast du gesehen,
der Fahrstuhl hat eine Rückwand. Da hat er aber reingeguckt, da hat er auf einmal keine Rückwand gehabt. Und um zu sagen, okay, das ist eine Filmkulisse und andere bauen das ein, da hat der Mann an der Rezeption vom Sicherheitsdienst, von der Security, der hat da irgendwelche Begründungen gehabt, da wird umgebaut und deswegen war jetzt keine Rückwand drin und so weiter. Dabei hat der Jim Carrey, also der Truman gesagt, das ist ja okay, es ist ja eine Filmkulisse, aber der Filmfehler an sich, der Schnittfehler war, der Fahrstuhl ging auf und hat eine Rückwand. Ja? Und dann hat er Jim Carrey reingeschaut als Truman und dann fällt die Rückwand. Da haben sie so einen Schnittfehler gemacht. Das, ja. Ja, und immer mehr entdeckt der Truman, dass seine Welt eine riesen Filmkulisse ist und er will auch mal verreisen und dann will man rausfinden, was ist da los, die sind doch alle unter einer Decke und bin jetzt verrückt oder ist das so? Und andere Leute, die das alles immer aussprechen. Was passiert, will ich jetzt nicht verraten. Wird der Truman Amok laufen und alle killen oder wird er dann doch ausbrechen oder denkt, okay, ich habe einen gerade Spleen gehabt, aber das ist ja die reale Welt, kann nicht anders sein. Kann das Regime dann quasi wieder einnullen, dass er quasi für den braven Truman spielt und für die Außenwelt der Clown, will ich nicht verraten, muss ich selber anschauen. Ich persönlich fand die Idee vom Grundkern genial. Hätte man aber besser ausbauen können. Jim Carrey hat die Schauspielleistung genial gemacht, aber ich hätte mir als Schauspieler eher der Mel Gibson gewünscht. Ich glaube, der hätte die Rolle noch, das wäre wär für ihn auch, auf Jim Carrey hätte es auch passt, aber ich glaube, Mel Gibson hätte es noch mehr passt, weil der Jim Carrey ist auch so ein verrückter Vogel, aber Mel Gibson ja auch. Und ich glaube, Mel Gibson hat oft auch so verrückte Rolle. Das hätte zu Mel Gibson richtig gut passt. Ja, wenn da ein bisschen Action wäre, dass er dann dem Big Boss dann beim Schluss im Finalkampf die Knarre an den Kopf hält und dann die echte Welt dann entdeckt, hätte man dann schon besser gefallen. Also der Mel Gibson hätte lieber in der Rolle gesehen bei der Truman Show, muss ich sagen. Dann, ja, man denkt halt auch so, ich fand das auch so, also zuerst fand ich es auch genial, weil das wie bei Slider ist, was wäre wenn. Und es war auch so eine sehr geniale Idee, aber man hätte das besser ausbauen können, fand ich. So, weil wenn das größte Gebäude der Welt ist, das vom Weltall aussieht, eben der chinesische Bauer, dann warum haben sie dem nicht irgendwie Fujis nachgebaut? Hätte man Schlaftablett gegeben und sagen, oh, jetzt sind sie aber geschlafen, sondern haha, wir sind bei den Fugees, wachen sie mal auf. Und der läuft bei den Fugees rum und dann hätte er irgendwann vielleicht mal durch seine Lebensgeschichte entdeckt, oh, ist das echt, ist das nicht Kulisse und wäre dann ausgebrochen, da hätte der Film auch eine Stunde länger gehen können, wenn er dann die echte Welt sieht. Was wäre dann passiert? Hätte er dann denkt noch in der echten Welt, oh, wir gehen lieber zurück in die Kuppel. Oder geil, die echte Welt und ich will nicht mehr zurück. Und was war man Kind mit jemand? Also das hätte mich schon interessiert. Wie wäre der durch die echte Welt gegangen? Das haben sie nämlich nicht gemacht, den dann irgendwann doch mal einen Cut gemacht und das riecht nach einer Fortsetzung, die es wahrscheinlich angeblich nicht gegeben hat. Also ich glaube, aus der Story hätte man viel mehr raushauen können. Aber für mich der Logikfehler, wenn es so ein Krisendenn ist, wieso baut man nicht noch andere Länder rein und zum Beispiel Fugees und sagt, ja, jetzt bist du ja bei den Fugees, uns gefällt es dir da. Und anstatt das geben sie dem Reiseverbot. Das ist für mich ein bisschen Logikfehler. An sich fand ich die Idee schon genial. Und ich fand auch, die Schauspieler waren alle genial, Special Effects waren super, die Story, wie schon gesagt, die war schon gut, aber war ausbaufähig, da hat mir doch viel gefällt. Gell? Also ich muss den Film jetzt nicht in meiner Sammlung haben, wenn ich Bock wieder auf den Film habe, dann schauen wir bei Netflix an. Und ja, also mit dem Schnittfehler und mit der Story, die hätte man besser ausbauen können, sage ich von 1 bis 10 in 9. Ja. Da hat er noch Rotes Herz verdient. Ja.
ich weiß gar nicht, wo ich das nachhängen soll, das Rote Herz, mal an der Timor, weil ich habe ja keine Hülle. Ich habe ja keine Hülle. Ich habe es ja beim Streaming angeschaut. Trotzdem hat es eine hohe Hausnotung verdient, 9, weil der Film fand ich an sich war doch super. Der war aufwendig gedreht, auch wenn er lieber der Mel Gibson gesagt hat, Jim Carrey war doch auch prädestiniert für die Rolle. Dann war das sehr unterhaltsam und die Grundidee, was wäre, wenn einer zur Kuppel geboren ist und es als echte Welt denkt, sieht und nicht weiß, dass das eine TV-Show ist, die Milliarden oder Millionen auf der Welt verfolgt, war doch ein faszinierender Gedanke, der psychologisch und anspricht, weil quasi in der Ding, wo irgendwas inszeniert wird, hast du eine Person drin, die denkt, es wäre echt und auch real darauf reagiert. Also eine fungierte Handlung sozusagen. Und auf Idee zu kommen, so fungierte Geschichte zu schreiben und zu versuchen umzusetzen, fand ich schon ein Geniestreich. Dabei muss ich auch sagen, die Geschichte hätte man noch besser machen können und mehr ausbauen können. Ja. Aber im Endeffekt war es trotzdem gut und deswegen die hohe Hausnote. Ja. Lieferung Ende im Gelände auf, euch hat es gefallen. Ja. Zeit 10 und wünsche euch schönes Wochenende. Liked, schreibt, kommentiert mir den Bock hin. Ich freue mich über jeden Kommentar. Ja. Weil wir Filmfans, eigentlich sollten wir zusammenhalten. Ja.